Hey Leute, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Ganz ehrlich, ich hab's heute so richtig verkackt. Ich wollte ein Einführungsvideo für euch machen, aber ich habe momentan so viel zu tun und versuche irgendwie 3 Sachen gleichzeitig zu machen, dass ich es total vergessen habe. Das ist aber nicht so schlimm. Ihr habt noch nicht so viel verpasst. Ich präsentiere euch heute dieses kleine Monster hier, das müsste jeder von euch kennen. Dieser Stitch wurde von Tanuki Studios entworfen und ich bin schon echt gespannt, was wir daraus zaubern. Ihr auch? Ja? Dann lasst uns gleich loslegen. Let's go! Ich muss euch mal was erzählen. Zu Anfang habe ich gedacht, das ist ja ein Easy-Modell. Das sind ja gerade mal 3 Teile. Das ist ratzfatz gemalt. Das male ich mal eben so schnell. Naja, das hat sich alles anders entwickelt, als ich gedacht habe. Dadurch, dass ich einige Fehler bei der Bearbeitung von diesem Modell gemacht habe, musste ich einige Schritte doppelt und dreifach machen. Und in diesem Teil hier dreht es sich wirklich mehr auch darum, dass nicht jedes Projekt reibungslos abläuft. Es entstehen immer Fehler. Meistens wird es aber nicht gezeigt. Ich versuche euch mal in diesem Video ein paar kleine Einblicke zu zeigen, welche Fehler ich gemacht habe. Größtenteils durch eigenes Verschulden, weil ich vorher nicht drüber nachgedacht habe richtig und einiges einfach auch so schief gelaufen ist. Also fangen wir gleich mit dem ersten Fehler an. Ich hätte die Base nicht in schwarz grundieren sollen, sondern in weiß. Als ich versucht habe, den Sandton auf die Base aufzutragen, habe ich sofort gemerkt, dass es sehr schwer geht und ich mindestens 3 Mal drüber gehen muss, bis alles abgedeckt ist. Und wie ihr gesehen habt, habe ich versucht, alles mit einem Pinsel zu bemalen. Das hat mir einfach zu lange gedauert, bin ich ganz ehrlich. Also was habe ich gemacht? Ich habe die Airbrush-Pistole rausgeholt und habe damit den Sand besprüht. Und was war das Resultat davon? Ich habe die Umrandung der Base, die schwarz sein sollte, auch leicht besprüht. Also wusste ich jetzt schon, das kann ich nochmal machen. Kommen wir erstmal wieder zurück zum Sand. Den Sand habe ich so bemalt, dass ich einen dunklen Sandton genommen habe, den habe ich vollflächig aufgetragen, das habt ihr ja gesehen. Danach habe ich ihn braun genommen und das über die komplette Sandfläche dann gesprenkelt. Für diejenigen, die sich fragen, wie man das macht, dafür dreht ihr einfach komplett den Druck von eurem Kompressor runter und eure Airbrush-Pistole fängt an, die Farbe rauszusprenkeln. Und als dritten Schritt habe ich dann einen helleren Sandton genommen und den habe ich dann da drüber gebrusht. In dem hinteren Bereich vom Sand habe ich weiß gebrusht, weil da das anliegende Wasser ankommt und der Part soll dann weiß sein. Das Wasser besteht aus 3 Farben. Die Grundfarbe, womit alles besprüht wird, ist Türkis. In dem hinteren Bereich soll es so aussehen, als ob es dunkler werden sollte, also habe ich dafür ein Blau genommen und den hinteren Bereich damit geairbrushed. Und dann habe ich ein Weiß genommen und habe damit dann die Wellen besprüht. Also vorne die komplette Frontpartie des Wassers und die einzelnen Wellen auf dem Wasser. Zwischenzeitlich hatte ich das Modell vom Wasser schon auf die Base positioniert und habe gesehen, dass man das Weiß, was ich vorher drauf geairbrushed habe, obwohl das Modell vom Wasser drauf war, es man von hinten trotzdem gesehen hat. Also habe ich mir gedacht, ich besprühe einfach den hinteren Teil der Base in Blau wie das Dunkelblau vom Wasser. Eigentlich kann man sagen, das ist ein Doppelfehler. Erst das Weiß, was nicht hätte sein müssen, und dann das Blau, was auch eine Fehlentscheidung war. Weil, wie ihr es hier gerade seht, musste ich alles nochmal in Schwarz machen. Aber ich habe dann im gleichen Atemzug die Base vorne auch nochmal in Schwarz gemacht. Und logischerweise, wenn ich das dann in Schwarz mache, hat der Sand ein bisschen schwarz abbekommen. Also musste ich mit einem feinen Pinsel die Umrandung vom Sand dann händisch wieder bemalen. Die Muscheln, die wollte ich alle so ein bisschen knalliger haben, mit bunten Farben und so, dass das alles ein bisschen verspielter aussieht. Also habe ich erstmal den Seestern, die Schnecke und die Muschel mit Salmon Rose bemalt.
Ich habe mit dem Seestern angefangen. An der Oberfläche habe ich erstmal ein Pink verwendet und die Schattierung habe ich mit einem Karo-Burg Crimson gemacht. Danach habe ich die Muschel noch einmal mit einem Lila und einem Türkis bemalt und die Schnecke, die habe ich dann mit einem Grün bemalt. Beziehungsweise 2 Grüns, aber das erste könnt ihr total in die Tonne treten, das taugt nichts. Dann noch ein Spritzerchen Blau und zum Schluss habe ich die Teile noch mit Hochglanz versiegelt, damit die richtig schön glänzend aussehen, als ob sie nass wären. Und fertig ist unsere Base. Halt, stopp! Wir sind doch noch nicht mit der Base fertig. Obwohl mir die Base so viele Probleme bereitet hat, möchte ich gerne nochmal unter der Base ein Bild positionieren. Das habe ich schon öfters gesehen, aber selber noch nie ausprobiert. Dafür habe ich am Computer ein Bild genommen und das bearbeitet und habe es dann dank Rossmann ausgedruckt. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das möchte ich darunter positionieren. Die größte Problematik wird sein, das akkurat rund auszuschneiden. Dafür habe ich mir schon was ausgedacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Ich würde sagen, wir probieren es aus und dann werden wir sehen, ob es funktioniert. Also die Idee, die ich hatte, war einfach ganz simpel. Ich dachte mir, nimmst einen Zirkel, auf den einen Schenkel befestigst du ein Skalpell und dann wird das schon. Problematik war das schon im richtigen Winkel, das Skalpell zu befestigen. Und nachdem ich mich an einigen DIN A4-Blättern schon geübt hatte, habe ich mich endlich mal herangetraut. Naja, was soll ich sagen, das Ergebnis spricht für sich. Nicht so pralle. Das Problem war, dass das Papier einfach viel zu dick war und ich einfach viel zu zaghaft war. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich mir nicht so helfen wüsste. Das überschüssige, abgerissene Papier habe ich erstmal mit einer Schere abgeschnitten und dann mit 1000er Schmirgelpapier alles wieder schön rund geschliffen. Nachdem ich dieses Problem wieder in den Griff bekommen habe, bin ich eigentlich schon gleich wieder in die nächste Katastrophe reingerannt. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. So, ich möchte euch gerne nochmal erzählen, was alles schiefgelaufen ist. Das konntet ihr, glaube ich, vorhin nicht sehen. Und zwar den ersten Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe einfach viel zu viel Kleber drauf gemacht. Der Kleber, als ich dann das Bild darauf positioniert habe, ist an den Seiten rausgelaufen und ist sofort verhärtet, weil das Sekundenkleber war. Also musste ich es im Nachhinein noch wegschleifen und alles nochmal wieder ausbessern. Was auch schief gelaufen ist, dadurch, dass ich Sekundenkleber verwendet habe, war das Bild sofort fest. Ich würde einfach sagen, ich habe den falschen Kleber verwendet. Falls jemand Erfahrung damit hat, bitte gerne unten in die Kommentare, was für einen Kleber ihr verwendet. Das würde mich sehr interessieren. Was auch schief gelaufen ist, dadurch, dass ich Sekundenkleber benutzt habe, habe ich mit meinen fetten Flossen einmal das Bild berührt und da war Kleber dran und habe gleich so einen Fleck drauf gemacht. Ist jetzt nicht so wild, aber ist ärgerlich. Das Ausschneiden davon selber, das habt ihr ja gesehen, das war nicht so pralle. Und an sich hat mich der ganze Spaß nochmal 3 weitere Stunden gekostet, weil ich alles schleifen musste, alles ausbessern musste, alles neu lackieren musste in schwarz. Danach habe ich alles versiegelt und das ist jetzt so das Endresultat. Es sieht gut aus, aber für mich ist es das nicht wert, diesen Aufwand. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, sind ein paar Füße unten dran, 4 Stück, glaube ich. Diese Gummifüße, ich glaube, oder Silikonfüße, die kennt ihr ja sicherlich. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, habt ihr Erfahrung mit sowas? Falls ja, wie macht ihr es? Und vielleicht den einen oder anderen Tipp für mich, damit ich das nächstes Mal noch besser hinbekomme. Weil das fand ich nicht so pralle. So, und jetzt bemalen wir den Stitch. Also bei Stitch kann ich euch beruhigen, der lief alles einwandfrei. Als erstes habe ich angefangen, den Innenraum vom Mund mit einem Magus Purple erst zu brushen. Diese Farbe geht eher so ins lila-rötliche.
Nachdem ich das gemacht habe, ging es am Bemalen vom Fell. Dafür habe ich mich für die Farbe Azur entschieden. Das ist so ein bläulich mit einem Schuss Violett. So kann man es am besten beschreiben. Die Stellen, die weiß bleiben sollen, die habe ich natürlich nicht versucht zu besprühen. Die Farbe von der Mundhöhle hat mir immer noch nicht so richtig gefallen, also bin ich dann nochmal mit einem Rot drüber gegangen. Für den hinteren Part von Stitch hatte ich natürlich keine Farbe und hier seht ihr gerade, wie ich sie Freestyle-mäßig einfach zusammenmische, so bis ich den Ton hatte, den ich haben wollte. Das Auftragen habe ich dann einfach mit einem Pinsel gemacht, was ich komischerweise nicht aufgenommen habe. Ich habe das komplette Fell nochmal mit Weiß gebrusht. Danach ging es an die Vorbereitung von Stitch. Ich habe ihn erstmal schön eingepackt, weil ich die Ohren mit einem Salmon Rose besprühen wollte. Das habe ich dann vollflächig gemacht und was ihr aber nicht sehen könnt, ich habe ihm oben noch so einen leichten Touch Weiß gegeben. Danach ging es an die Zähne ran. Da habe ich einen Highlight-Skin von dem Fairy Flash Set verwendet. Ich kann euch eins sagen, die Zähne haben eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Man muss aber auch nicht so bekloppt sein wie ich und versuchen die Zähne auch von drinnen zu bemalen. Erstens kommt man schwer dran und zweitens sieht das kein Mensch. Aber was soll ich sagen? So bin ich eben. Das würde mir keine Ruhe lassen, wenn ich wüsste, dass die Zähne von drinnen nicht bemalt sind. So bekloppt es auch klingt. Und zu guter Letzt habe ich dann die Nase, die Augen und seine Nägel komplett einfach nur mit Schwarz angemalt. Nase und Augen habe ich dann mit Hochglanz versiegelt und das war's auch schon für den guten Stitch. Ich hoffe, diese Einblicke haben euch gefallen. Und wenn ihr das nächste Mal am Verzweifeln seid mit irgendeinem Projekt von euch, denkt immer daran, ihr seid nicht alleine. Das passiert jedem. Wichtig ist daraus zu lernen und weiterzumachen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Stitch und bis zum nächsten Mal.